Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr die DeLonghi Eletta Explore am besten einstellt, damit ihr richtig guten Espresso, Kaffee und Cappuccino erhaltet. Ihr könnt diese Tipps auch verwenden, wenn ihr einen anderen DeLonghi Vollautomaten habt, denn die Einstellungen sind doch immer sehr ähnlich. Als erstes erklären wir euch, wie ihr den richtigen Mahlgrad findet. Den Regler findet ihr oben im Bohnenfach. Wir haben hier 7 Stufen mit jeweils einer Zwischenstufe. Ab Werk ist Stufe 4 eingestellt. Je kleiner die Stufe, desto feiner wird das Kaffeepulver gemahlen. Je feiner das Kaffeepulver, desto langsamer fließt das Wasser durch den Kaffeepuck und desto mehr Kaffeearomen kann es auf seinem Weg herauslösen. Dieser Vorgang wird übrigens als Extraktion bezeichnet. Da wir möglichst viele Aromen möchten, stellen wir den Mahlgrad feiner. Wichtig ist, dass ihr den Regler nur während des Mahlvorgangs und um maximal eine Stufe verstellt. Ansonsten könnten sich Kaffeebohnen im Mahlwerk verklemmen und dieses schlimmstenfalls beschädigen. Wie fein der Mahlgrad sein sollte, hängt davon ab, welche Getränke ihr beziehen möchtet. Für Espresso und alle Getränke, die auf Espresso basieren, empfehlen wir einen möglichst feinen Mahlgrad. Versucht deshalb den Mahlgrad so fein wie möglich zu stellen. Ein zu fein eingestelltes Mahlwerk erkennt ihr daran, dass kein richtiger Strahl mehr entsteht und der Espresso eher in die Tasse tropft statt fließt. Dann ist das Kaffeepulver zu stark verdichtet und das Wasser kommt nicht mehr richtig hindurch. Wollt ihr Kaffee beziehen, sollte der Mahlgrad nicht ganz so fein sein. Denn beim Kaffee wird wesentlich mehr Wasser durch den Kaffeepuck gepresst als beim Espresso. Das heißt, die Extraktion dauert länger und je länger sie dauert, desto mehr Bitterstoffe werden aus dem Kaffee gelöst. Indem wir den Mahlgrad nicht ganz so fein stellen, kann das Wasser etwas schneller durch den Kaffeepuck fließen. Wir empfehlen euch für Espresso Mahlgradstufe 2,5 und für Kaffee 3,5. Damit haben wir die besten Ergebnisse erzielt. Es macht übrigens keinen Sinn, den Mahlgrad für jedes Getränk hin und her zu stellen, denn es dauert 2 bis 3 Bezüge, bis sich eine Änderung des Mahlgrads vollständig im Getränk bemerkbar macht. Wollt ihr immer abwechselnd Espresso-Getränke und Kaffee beziehen, ist Stufe 3 besser geeignet. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Brühtemperatur. Die findet ihr im Hauptmenü. Hier habt ihr 3 Stufen zur Auswahl, von niedrig bis hoch. Welche Brühtemperatur ihr am besten einstellt, hängt von der Extraktionszeit und dem Röstgrad eurer Kaffeebohnen ab. Je dunkler eure Kaffeebohnen sind, desto mehr Bitterstoffe enthalten sie. Gleichzeitig werden mit längerer Extraktion mehr Bitterstoffe gelöst. Das ist vor allem beim normalen Kaffee ein Problem. Heißeres Wasser verstärkt diesen Prozess noch. Daher empfehlen wir euch für Espresso bei heller und mittlerer Röstung die höchste Temperaturstufe. Für dunkle Kaffeebohnen ist die mittlere Stufe am besten geeignet. Für Kaffee empfehlen wir bei heller und mittlerer Röstung die mittlere Temperaturstufe und bei dunkler Röstung sogar die niedrigste. Leider können wir die Brühtemperatur für Espresso und Kaffee nicht separat anpassen. Ein ständiges Hin- und Herwechseln wäre daher umständlich. Wollt ihr beides im Wechsel beziehen, solltet ihr ausprobieren, auf welcher Stufe eure Getränke besser schmecken. Sollte euer Kaffee leicht verbrannt schmecken, ist das ein Hinweis auf eine zu hohe Brühtemperatur. Achtet auf jeden Fall darauf, gute Kaffeebohnen zu verwenden. Selbst der beste Vollautomat kann aus schlechten Bohnen keinen guten Kaffee zubereiten. Die Kaffeebohnen, die wir verwenden, verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Jetzt zeigen wir euch, wie ihr richtig intensiven Espresso mit dem Vollautomaten zubereitet. Selbst wenn ihr nur Cappuccino trinkt, solltet ihr jetzt gut aufpassen, denn auch dort ist der Espresso ein Hauptbestandteil. Beim perfekten Espresso werden 30 ml Wasser durch 7 Gramm Kaffeemehl gepresst. Wir zeigen euch jetzt, wie ihr das bei der Eletta Explore einstellt. Kommen wir als erstes zur Wassermenge. Die stellt ihr bei der Eletta Explore über Menge ein. Hier habt ihr von S bis XL insgesamt 4 Stufen. Leider gibt es keine konkreten Milliliter-Angaben.
Deshalb haben wir für euch nachgewogen. Auf Stufe M erhaltet ihr 40 ml und auf Stufe S ungefähr 30 ml. Daher stellen wir die Menge auf die niedrigste Stufe. Die Menge des Kaffeepulvers stellt ihr über das Aroma ein. Bei Vollautomaten habt ihr immer mehrere Stufen von mild bis kräftig. Je höher die Stufe, desto mehr Kaffeepulver verwendet der Vollautomat. Um herauszufinden, ab wann er 7 Gramm Kaffeepulver für einen Espresso verwendet, haben wir ein Experiment gemacht. Wir haben das Aroma auf die höchste Stufe gestellt, einen Espresso gebrüht und anschließend den Kaffeepuck entnommen. Den haben wir dann mehrere Tage getrocknet, bis keine Flüssigkeit mehr vorhanden war. Danach haben wir ihn gewogen und genau 7,2 Gramm erhalten. So haben wir herausgefunden, dass der Vollautomat auf Aromastufe 5 ungefähr 7 Gramm Kaffeepulver verwendet. Daher empfehlen wir euch, das Aroma auf die höchste Stufe zu stellen. Und so sieht ein richtig guter Espresso aus dem Vollautomaten aus. Er hat eine kräftige Farbe und eine haselnussbraune, dichte Crema. Die Aromen sind ausgewogen und die nussige Note unserer Bohnen kommt perfekt zur Geltung. Er hat nur wenige Bitterstoffe und ist kräftig im Geschmack. Gebt eurem neuen Gerät am Anfang ein wenig Zeit, um sich richtig einzufahren. Wir testen ja regelmäßig Kaffeevollautomaten und können euch versichern, es dauert am Anfang 5 bis 10 Getränke, bis sich alles richtig eingespielt hat. Als nächstes zeigen wir euch, wie ihr richtig guten Kaffee mit dem Vollautomaten zubereitet. Wir stellen dazu das Aroma meistens auf Stufe 4. Wer es noch kräftiger mag, kann auch gerne Stufe 5 wählen. Das ist aber natürlich Geschmackssache. Probiert einfach aus, wie es euch am besten schmeckt. Da wir für Kaffee eine größere Wassermenge als für Espresso benötigen, gibt es ein Problem. Denn wie ihr bereits wisst, je mehr Wasser durch das Kaffeepulver gepresst wird, desto mehr Bitterstoffe werden herausgelöst. Aus diesem Grund sollte die Wassermenge auch hier möglichst niedrig sein. Wir empfehlen 80 bis maximal 120 ml je Kaffeepuck zu beziehen. Wir haben mal nachgemessen. Auf Mengenstufe S erhaltet ihr bereits 150 ml. Daher ist es ratsam, die Kaffeemenge über die Mai-Funktion und mit einer Küchenwaage anzupassen. Hier gibt der Vollautomat so lange Kaffee aus, bis ihr auf Stopp drückt. Wer möchte, kann auch während der Zubereitung mit einem Löffel probieren, ab wann der Kaffee bitter schmeckt. Wir stoppen das Ganze bei ungefähr 100 Millilitern. Jetzt speichern wir das Ganze und können es beim nächsten Mal mit nur einem Knopfdruck genau so beziehen. Wenn ihr eine große Tasse Kaffee möchtet, könnt ihr einfach 2 Tassen nacheinander beziehen. Noch besser ist allerdings der Long. Hier führt das Gerät nach der Hälfte der Zubereitung automatisch einen zweiten Mahlvorgang durch und verwendet einen neuen Kaffeepuck für euer Getränk. Auf Stufe M erhalten wir insgesamt 160 ml, womit nur 80 ml Wasser je Kaffeepuck verwendet werden. Außerdem wird der Long mit dem sogenannten Schwallbrühverfahren zubereitet. Dabei wird das Wasser nicht konstant, sondern in kurzen Schüben und mit geringerem Druck durch den Kaffeepuck gepresst. Auch das verhindert eine Überextraktion, wodurch weniger Bitterstoffe in euren Kaffee gelangen. Im Endergebnis ist der Long sehr intensiv und aromatisch im Geschmack. Bitterstoffe waren kaum vorhanden. Eine weitere Alternative zum Kaffee ist der Americano. Hier wird erst ein Espresso bezogen, der anschließend mit heißem Wasser verlängert wird. Dadurch bekommt der Americano die Intensität eines normalen Kaffees. Da das Kaffeepulver wie beim Espresso nur kurzen Kontakt mit dem Wasser hat, gelangen viele Aromen und wenige Bitterstoffe in eure Tasse. Auf Stufe S erhaltet ihr einen 30 ml Espresso, der mit 80 ml Wasser gestreckt wird. Kommen wir jetzt zu den Getränken mit Milchschaum. Dabei ist es auf jeden Fall wichtig, welche Milch ihr verwendet. Wir nehmen immer Vollmilch mit 3,5% Fett, denn Fett ist ja bekanntlich Geschmacksträger. Ihr könnt aber natürlich auch fettreduzierte Varianten nehmen. Dabei solltet ihr auf einen Eiweißgehalt von 3 bis 4 Gramm je 100 Milliliter achten, denn der macht euren Milchschaum schön stabil.
Wollt ihr pflanzliche Alternativen wie Hafer- oder Sojamilch verwenden, empfehlen wir euch die Barista-Varianten, denn die lassen sich besser aufschäumen. Ein Cappuccino besteht aus einem Espresso und etwa 100 Millilitern Milch. Wie ihr den perfekten Espresso aus dem Vollautomaten erhaltet, haben wir euch ja bereits erklärt. Leider werden eure Espresso-Einstellungen nicht für die anderen Getränke übernommen. Daher müssen wir sie für jedes Getränk individuell anpassen. Wir stellen das Aroma auf die höchste Stufe, damit der Vollautomat für unseren Espresso wieder 7 Gramm Kaffeepulver verwendet. Bei unserem Gerät hier können wir nur die gesamte Menge des Cappuccinos einstellen. Auf Stufe M haben wir knapp 60 Milliliter Espresso erhalten, was zu viel ist. Der Cappuccino schmeckte bereits leicht bitter. Für den besten Geschmack sollte der Espresso eine Menge von 30 bis maximal 40 Milliliter haben. Leider können wir im Display die Menge für Espresso und Milchschaum nicht separat anpassen. Daher werden wir das Ganze jetzt über die My-Funktion programmieren. Jetzt gibt das Gerät zuerst den Milchschaum aus. Damit wir die Menge exakt messen können, haben wir eine Küchenwaage untergestellt. Wir werden den Bezug bei ungefähr 100 Milliliter stoppen. Das entspricht 103 Gramm. Wobei der Milchanteil natürlich immer Geschmackssache ist. Echte Italiener trinken ihren Cappuccino gerne kräftiger mit weniger Milch. Das müsst ihr einfach ausprobieren, wie es für euch am besten ist. Jetzt kommt noch der Espresso dazu. Auch hier werden wir versuchen, den Bezug bei 30 bis 35 Millilitern zu stoppen. Ihr könnt so ungefähr 8 Gramm vorher Stopp drücken, dass sowieso noch etwas aus den Leitungen fließt. Jetzt speichern wir das Ganze und können es beim nächsten Mal mit nur einem Knopfdruck genau so beziehen. Unser Cappuccino ist nochmal aromatischer und weniger bitter als die von DeLonghi vorprogrammierte Variante. Wer die Eletta Explore mit App-Steuerung hat, kann dort die Espresso-Menge etwas einfacher einstellen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob eure Getränke durch unsere Einstellungstipps besser geworden sind. Am Ende ist aber natürlich alles Geschmackssache und jeder muss die für sich optimalen Einstellungen finden. Wenn ihr unsere Tipps hilfreich fandet und mehr solcher Videos sehen wollt, lasst uns gerne einen Like da. Falls ihr noch weitere Videos zur Eletta Explore sehen wollt, schaut euch am besten unser ausführliches Reinigungsvideo an. Hier gehen wir alles Schritt für Schritt durch, von der täglichen Reinigung bis hin zur Brühgruppe und der Entkalkung. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den Coffee Tasters.